Die Mattertaler und die Berge. 1993 kommt es zu einem gewaltigen Murgang bei Grechen. Ein Amateurfilmer schafft es, Bilder zu machen. 10.000 Lastwagenladungen Geröll donnern den Ritigraben runter. Wir steigen im Mattertal mit dem Helikopter hoch. Von oben wird klar, wie steil die Bergflanken sind. Felsen, die sich zu oberst lösen, stürzen in den meisten Fällen bis ganz zu unterst. Die Klimaerwärmung verschärft das Problem. Das gefürchtete Auftauen des Permafrosts. Zusammen mit Forschern der Uni Zürich und der ETH Zürich schauen wir uns eine solche Permafrost-Problemzone an. Wir sind auf dem Diruhorn-Blockgletscher im Mattertal. Blockgletscher sind Schutt-Eisgemenge, die sich hangabwärts bewegen. Die Temperatur bestimmt das Tempo. Ja. Man hat festgestellt, dass Bewegung korreliert mit diesen Temperaturen. Das heisst, wenn es wärmer wird, bewegt es sich ein bisschen schneller. Und da hat man Schwankungen um 50, plus minus 50%. Und zwar fast auf allen Blockgletschern in der Schweiz kann man das beobachten. So sieht es aus, wenn Material vom Blockgletscher ins Tal stürzt. Bilder eines Felssturzes im Juni 2013. Die Behörden evakuieren im darunterliegenden Dorf Herbricken einige Häuser vorsorglich. Das Dorf bleibt zum Glück verschont. Herbricken bei St. Niklaus im Mattertal. Heute ist fast das ganze Dorf in der roten Zone. Das Dorf schützt sich. Ein Auffangbecken am Dorfrand, um Murgänge zu stoppen. Oberhalb des Dorfes eine Schutzmauer beim Bielzug. Kosten bis jetzt rund 2 Millionen Franken. Weitere Schutzdämme sind oberhalb des Dorfes geplant. Aber auch auf Straße und Bahn droht bei einem Naturereignis Gefahr. Die Ampeln schalten bei einem Murgang automatisch auf Rot. Spezialisten stellen Alarmanlagen am Berg auf und überwachen diese permanent. So funktioniert in der Regel ein Alarmsystem bei Naturgefahren. Über einen Bach ist ein Stahlseil mit Bewegungsradar gespannt. Wenn ein Murgang kommt, registriert der Sensor die Masse aus Schlamm und Geröll. Die Anlage sperrt automatisch Straßen und Bahnen und löst bei den Verantwortlichen Alarm über SMS aus. Das Problem ist, die Vorwarnzeit solcher Alarmsysteme ist knapp. Nach nur wenigen Minuten erreichen die Murgänge das Tal. Das wollen die Forscher in der Höhe ändern. Andreas Vierli und Jan Beutel entwickeln ein neuartiges System für die Früherkennung von Naturgefahren. Längere Vorwarnzeiten für die Bevölkerung im Tal dank modernster Technik. Wir messen hier mit GPS. Wir befestigen die GPS-Empfänger auf einem Felsblock, der sich im Gelände bewegt, und der GPS bewegt sich dann mit dem Felsblock. So funktioniert es. Die GPS-Sensoren werden in der instabilen Zone platziert. Sie registrieren jede Veränderung am Berg automatisch. Eine fixe Station sammelt die Daten kontinuierlich. Forscher werten sie online aus und suchen nach Hinweisen zu drohenden Naturereignissen. Hochtechnologische Echtzeitmesssysteme direkt in abbruchgefährdeten Zonen haben große Vorteile. Beim Gletscherabbruch oberhalb Saasgrund konnte am vergangenen Wochenende dank eines kurzfristig montierten Georadars der Abbruch mit großer Vorlaufzeit vorausgesagt werden. Im Begell war Ende August zwar ein Alarmsystem bereit, am Piz Cengalo fehlte aber ein dauerhaft installiertes Echtzeitwarnsystem.